So Freunde, wer diese Videos regelmäßig guckt, der weiß, ich bin ein großer Fan vom Ausprobieren, vom Düfte testen und nicht so sehr vom blind einfach kaufen. Weil ein Blind Buy, ja klar, macht auch mal Spaß, no risk, no fun, aber am Ende gibt man dann einen Haufen Geld aus, dann steht das Moped da, riecht irgendwie nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Man hat sich anhand der Noten was ganz anderes gedacht. Dann will man es wieder verkaufen, dann macht man Verlust, dann wird man es nicht los, dann will das keiner und dann macht das mehr Frust als Freude, ist ja auch blöd. Und wir gucken uns heute mal einen Weg an, wie man Düfte einfach zu Hause testen kann, ganz einfach und so vielleicht zum neuen Lieblingsduft kommt. Und damit sage ich herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's okay, ich bin so ein bisschen wattig im Kopf heute. Es ist der Tag nach dem revolutionären 1. Mai. Das Wetter ist heute so ein bisschen changierend und ich bin da sehr wetterfühlig. Aber ist nicht schlimm, denn wir haben Post bekommen und zwar von Woodburg. Das ist natürlich ein Grund zur Freude, ist eine wirklich schöne Nischenparfümerie, haben ein sehr ausgewähltes, selektives Sortiment. Und wie kommt es nun, dass die mir was geschickt haben? Ganz einfach, ich habe irgendwann mal deren Sample Service hier positiv erwähnt und dann haben die gefragt, ob ich den nicht mal vorstellen will, ob die mir nicht ein paar Samples schicken können. Und ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht so ein großer Fan von Kooperationen, aber in dem Fall habe ich gedacht, komm, das ist Win-Win, das hilft uns, ne, weil wir haben 10 geile Düfte, die wir ausprobieren können. Und außerdem gibt es auch noch einen kleinen Rabattcode. In der Bio habe ich den aus den Rippen geleiert, gilt einmal auf diese Sample Packs, aber auch aufs ganze Sortiment, also wenn ihr da was bestellen wollt. Und wie gesagt, dieser Sample Service ist geil, da könnt ihr aus allen Düften, die so im Sortiment haben, euch so kleine Abfüllungen dann aussuchen und dann kriegt ihr so eine Box und dann könnt ihr das zu Hause ausprobieren. Und genau das machen wir. 5 habe ich mir ausgesucht, 5 haben die sich ausgesucht, so sieht das dann aus. Das ist jetzt hier meine Auswahl, ne? Steht ja auch vorne drauf. Und jetzt gucken wir mal, was da so drin ist. Ich hatte mir eigentlich überlegt, dass ich 5 Düfte haben wollte, die man hier in Hamburg gar nicht testen kann. Und direkt den ersten, den San Venin, kann man doch testen. Im Alsterhaus. Da ist blöd gelaufen. Vorteil ist, im Alsterhaus, no offense, sind immer die Tester leer. Von daher kann man ja auch nicht testen. Also habe ich jetzt hier zum ersten Mal die Chance, das auszuprobieren. Posthum, nach der Menschheit, ganz schön apokalyptischer Titel für einen Duft. Und San Venin ist eine norwegische Marke, die ja inspiriert ist vom Erbe der skandinavischen Freiheit und Demokratie. Gut, muss ja jeder selber wissen. Drunter macht man es natürlich nicht. Natürlich endpolitisch hier alles wieder. So, und das ist, den habe ich mal ausgesucht. Natürlich eine schlechte Wahl für den Sommer, weil eigentlich machen die auch viel so Moleküldüfte, sehr leichte Sachen. Jetzt habe ich mir hier ausgerechnet so einen Tabak-Zimt-Gewürznelke-Duft ausgesucht, der natürlich überhaupt nicht in die Jahreszeit passt. Ja, und ja, Tabak-Zimt, würde ich sagen, wobei Zimt eher Gewürznelke-Tabak. Dann gibt es hier Leder, Tonkabohne, rauchige Noten, Vanille, Vetiver. Und ich meine, was soll ich sagen, das ist natürlich so ein Duft, wenn da Tabak und Gewürznelke drin ist, dann hat das automatisch so einen weihnachtlich-winterlichen Touch. Das war einfach das falsche Wetter, um den auszuprobieren. Weil Stand jetzt würde ich sagen, so, dass ich jetzt so richtig einen Satz hier aus dem Stuhl mache, ist nicht. Also der ist nicht schlecht, aber das ist so ein bisschen, also da würde ich jetzt beim Tabaco Vanille bleiben tatsächlich. Der Tabaco Vanille ist zwar ein bisschen synthetischer und ein bisschen süßer. Der hier ist schon, der hat zwar auch irgend so eine Süße, aber die kann ich so schlecht einordnen. Der ist vor allen Dingen auf dieser würzigen Seite. Also wenn ihr natürlich jetzt Bock habt für den Sommer auf einen Tabak-Gewürznelke-Duft, könnte das was sein. Ich würde den erstmal hier erstmal zurückstellen. Also das ist jetzt erstmal, ist okay, aber ist jetzt kein Banger. Ist, gut, dass wir mal ausprobiert haben an der Stelle. Als nächstes einer, auf den ich auch richtig Bock habe, ist Ephemeral Diegetic. Hatten wir ja letztens schon mal irgendwann. Habe ich mich auch ein bisschen schlau gemacht, was da wohl so hintersteckt. Also Ephemeral bedeutet vergänglich oder Vergänglichkeit und Diegetic ist das duale System. Ne? Und duales System, was soll das bedeuten? Es geht ja um die Interaktion zwischen Subjekten und so. Und am Ende ist ihre Story so ein bisschen, der Duft ist das Vergängliche, das Ephemeral. Und ja, das, was so profund ist, die Beziehung, die Emotion, das ist, was bleibt. Ne? Und Ephemeral Diegetic ist dann quasi, ja, so bezeichnet die Beziehung zwischen Duft und Träger. Also man kann sich auch alles hinbiegen, wenn man da Bock drauf hat. Ich habe jetzt erstmal Bock hier auf den Duft, bin mal gespannt. Also eine Pheromonnote ist immer irgendwas, wo ich so ein bisschen, sketchy finde, weil es immer so Marketing, bla bla. Aber Milch, Jasmin, roter Amber, Amber, Moschus, Patchouli. Und da ist doch eine Zitrusnote drin. Direkt aufs erste Riechen. Also, ja, wobei. Ich kenne nur einen Duft, der sonst auch roten Amber hat. Das ist von dem Pierre Guillaume. Dieser Ombre Fauve oder wie der heißt. Es ist schon sehr süß, sehr synthetisch, aber hat auch so eine schwitzige Note.
die so mit diesem Zitrus ganz gut zusammengeht. Ich denke, wie gesagt, dieses Pheromone wird so ein Akkord sein. Das sind natürlich keine Pheromone drin sein. Das ist, wird so ein ja, beschreibender Begriff für diese Animalik sein. Und die Milch, also das ist jetzt kein cremiger Duft. Der hat zwar so ein bisschen auch diesen fluffigen Moschus, wie es auch im Masque Ravageur oder so Masque Complexity ist, aber hier kommt das eher so ein bisschen laktonisch eher durch. Die finde ich auf jeden Fall ganz spannend. Finde ich deutlich besser als in den San Venin. Sorry, San Venin, ne? Also bestimmt auch eine gute Marke, aber ich sage ja, vielleicht ist es auch das Wetter. Dann haben wir den Neandertal Them. Den wollte ich auch unbedingt ausprobieren, weil Ewan McCall, finde ich einen tollen Parfümeur, der macht ja auch für Jorum die Sachen, beziehungsweise ist das ja seine Brand und für Beaufort. Und Neandertal, die haben ja diese ganz krass geshapten Flakons, vor allem diese Dark and Light, das ist ja so, soll ja so diese Steinzeitwerkzeuge, ne? So denen ist das nachher, wo die Neandertaler da die Dinger kaputt gekloppt haben. Und die stellen sich hier die ganz großen Fragen, also woher kommen wir, wohin gehen wir, ne? Was liegt dazwischen und so. Und das wird dann hier olfaktorisch irgendwie erforscht. Wie? Schlag mich tot. Ne? Auf jeden Fall hier Them und Us ist wahrscheinlich so das tribalistische wir gegen die. Und der Them ist jetzt hier der, den wir ausprobieren werden. Und es ist ein Duft mit Möhrensamen Iris. Da sind wir schon mal auf der pudrigen Seite. Grapefruit, Lavendel, Seetang, Magnolie, Hinoki, Scheinzypresse, Neroli, Styrax, Ambret, Moschus, Ambra und Sandelholz. Also so ein bisschen auch so eine leichte Animalik in der Basis. Moschus, Ambra. Ambret kann auch so ein bisschen in die Richtung gehen, ist aber eher wahrscheinlich unterstützend für diese Pudrigkeit. Möhrensamen, Iris. Und das dann konterkariert wahrscheinlich mit irgendeinem, eigentlich entweder jetzt so eher diese, ja, Teenote oder diese Grapefruit-Note. Eins von beiden. Ich habe es eh schon gerochen jetzt hier. Also, ungewohnt. Ungewohnt will ich das nennen. Das ist wieder so ein Duft, wo man sich fragt, ist das ein Parfum oder ist das ein Duft? Also der ist schön irgendwie, aber da ist auch irgendeine Störnote drin. Irgendwas ist da, das ist so ein bisschen wie so Weizen. Wisst ihr was? Also wisst ihr, wie so Haferzeug riecht? Also die Möhrensamen, die Iris geben auf jeden Fall diese trockene Pudrigkeit. Die ist da. So, dann haben wir die Grapefruit, das kann ich auch bestätigen. Und dann wird es schwierig. Dann wird es ein bisschen Seetang. Ja, es könnte eine leichte Salzigkeit da sein. Aber erstmal ist Puder und Zitrik. Das ist aber auch erstmal schon mal ein krasser Gegensatz. Das muss man mögen. Und dann hat er halt so holzige Akzente. Jetzt wird es auch direkt ein bisschen süßer. Im Opening gar nicht süß, jetzt langsam wird es ein bisschen süßer, könnte das Styrax hier sein. Gut, wir gehen mal direkt weiter, weil ich will das auch nicht, dass das wieder so ein ewig langes Video wird. Da haben wir schon oft so ewige Brecher gehabt. Wir machen jetzt mal den Flotthold von Fischersund. Fischersund ist eine Marke aus Island von dem Gitarristen und Sänger von der fantastischen Post-Rock-Band Sigur Rós. Wenn ihr die nicht kennt, solltet ihr das dringend mal auschecken. Die heißen Fischersund, weil das ist wohl deren Adresse im Stadtzentrum. Das ist so ein Art Collective. Die haben auch irgendwie machen noch Vinyl, klar, für die Band halt und auch so Designkram und halt diese Düfte. Das ist die Adresse Fischersund 3 in Reykjavik, ne, der Hauptstadt von Island. Diese Düfte sind auch thematisch alle sehr in der isländischen Natur verankert und wird auch viel mit so isländischen, ja, mit Pflanzen aus dem isländischen Raum gearbeitet. Isländische Ingredienzien sind hier in den Flakons. Und Flotthold, ich dachte erst, das wäre das isländische Wort für Durchfall. Man hat einen Flotthold. Nee, heißt Rettungsring. So, also kein Magen-Darm und daher wird das wohl hier alles passen. So, und jetzt haben wir hier wieder einen ominösen Luftakkord. Moschus, Rauch, Seetang, Leder, Salz, Sitka-Fichte, zitrische Noten, Ambra, Zypresse. Ja, und da muss man direkt sagen, die Zitrik ist da. Und ich würde fast sagen, dieser Rauch, das wird ja auch ein Akkord sein, da ist auf jeden Fall irgendwie so Safran drin. Ganz, ganz doll Safran. Weil er hat so diese Hansaplast-Note, bisschen dieses von so einem verkohlten Autoreifen. Wisst ihr, was ich meine? Also klar, man verbrennt jetzt nicht täglich Autoreifen, ne? Sei denn es ist 1. Mai, aber in dem Fall ist das hier eindeutig so eine Safrannote, aber sehr schön, wirklich, wirklich schön gemacht, ist nicht unangenehm. Wird dann holzig, salzig, zitrisch. Also ob da jetzt ein Luftakkord ist, das müsste man auf der Haut ausprobieren. Aber das ist auf jeden Fall auf dem Streifen erstmal ein geiler, spannender Duft. Ja, das könnte man, also wie gesagt, die Marke will ich eh mal öfter ausprobieren. Da ist halt auch immer nur so schwer ranzukommen. Das ist jetzt hier das erste Mal, dass ich die Möglichkeit habe, die überhaupt auszuprobieren. Dann haben wir als nächstes von Wiener Blut den Unheimlich. Wiener Blut ist ein Begriff, der ist so geprägt Ende des 19. Jahrhunderts. Da gab es in Wien die 5. Weltausstellung und da kommt wohl auch dieser Begriff her, der so ein bisschen für das Lebensgefühl der Wiener stehen soll. Ich hätte das hier gerne im Wiener Schmäh vorgetragen, kann ich aber nicht. Und ja, hier haben wir so eine Melange
um im Wienerischen zu bleiben. Aus Noten gemacht ist der Duft von Mark Buxton, hat auch für Moth and Rabbit Sachen gemacht. Und der liest sich erstmal krass animalisch. Man muss wissen, der hat auch diesen La Haine gemacht von Moth and Rabbit, auch ein Duft, der mit so metallischen und Schwefelnoten arbeitet. Der macht das meistens relativ tragbar. Also Mark Buxton ist nicht so ein Provokateur. Weil wenn man das liest, Costus, Lavendel, Zistrose, Bibergeil, Birkenteer, und ja, Zistrose, Birkenteer, diese Rauchigkeit hat er. Jasmin, Sambac, also ein indolischer, Jasmin, Kakao, Kardamom, Wildleder, Zibet, Ambra, Iris, Kreuzkümmel, Opoponax, roter Pfeffer, Vetiver. Und was man hier tatsächlich, man hat so eine süße Note, die wahrscheinlich von dem Jasmin eher kommt, so eine leichte Staubnote, das ist wahrscheinlich so die Iris-Kakao-Ding. Und ja, da ist auch, also die Noten stehen so ein bisschen nebeneinander. Diese Rauchigkeit ist auch irgendwie vorhanden. Was sich sehr noch zurückhält, ist halt diese Animalik. Also wer jetzt so erwartet, dass das wirklich so ein turbo-animalisches Ding ist, was ja von den Noten her zu erwarten wäre, der geht eher in so eine würzig-ledrige Richtung mit so einem bisschen was Süßem, was mich so ein bisschen an so Traubenzucker erinnert. Auch nicht unangenehm, ist auch eher eine blumige Süße. Ist auf jeden Fall ganz spannend gemacht. Ich habe von der Marke, die haben noch diesen Clubwasser, klingt auch irgendwie nach einem ganz guten Duft, den wir ja auch noch nicht probiert. Mal schauen. Insgesamt finde ich auf jeden Fall die Flakons ganz schön und ich Bock, das mal auszuprobieren. So, jetzt haben wir hier die Woodburg Picks. Gucken wir mal, was uns die Jungs und Mädels da reingelegt haben. Werden wir natürlich hier auch hart ins Gericht gehen, ist klar, wird nichts geschont. Hoffe, dass das jetzt hier auch alles geiles Zeug ist. Und dann gucken wir mal, die Nummer 1 ist hier der Adamo. Und das ist ein Christian Provenzano Duft. Ja, das ist schon immer ein bisschen, ist jetzt nicht, ich sag mal, ich gutiere den nicht ganz so dolle. Christian Provenzano ist nicht so mein Lieblingsparfümeur, aber gucken wir mal. Adamo ist ja eine Marke, konnte ich wenig drüber rausfinden. Haben hier die Roman Collection, die ist durchnummeriert, 1 bis 5 und alle von Christian Provenzano. Der macht sonst immer so sehr laute, oft auch sehr synthetische Düfte. Ja, und das ist hier so ein Gourmand-Oud-Duft. Kommt schon hin, brasilianischer Kaffee, Ingwer, dunkle Schokolade, Leder, Oud, australisches Sandelholz, kambodschanisches Oud, Tonkabohne. Und der ist, also ich sag mal so, da ist ja scheinbar echtes Oud drin, aber der orientiert sich sehr an diesem aktuell, auch an diesen Oud-Akkorden, die so ganz prominent und beliebt im Moment sind. Also der wird wahrscheinlich einer Menge Leuten gefallen. Mir ist der ein bisschen zu süß. Ist für so einen Schoko-Oud-Duft bestimmt ganz schön gemacht. Er eilt wahrscheinlich dasselbe Schicksal wie dieser San Venin, dass der einfach, falsche Jahreszeit, ist einfach zu warm für so einen Duft. Finde ich aber gar nicht so schlecht. Für den Christian Provenzano-Duft, da hätte man jetzt deutlich schlimmer daneben liegen können. So, dann haben wir von Stora Skugan, haben sie mir hier den Pine eingepackt. Ich hoffe, es wird keine Pine, also kein Schmerz, sondern es geht hier um die Kiefer. Und der Parfümeur heißt Thomas Hempel. Hoffentlich sieht es bei dem im Büro nicht aus wie bei Hempels unterm Sofa. Ja, und na klar, das Opening ist Kiefer, Kiefer, Kiefer. Der ist übrigens in der Herzbasis und Kopfnote alles Kiefer. Wird natürlich auch ein Akkord sein. Und man hat am Anfang so dieses typische Latschenkieferbart vor Augen, was man vielleicht von den Großeltern kennt. Und dann erinnert er mich brutal an den Pardon von Nasomatto. Da ist auch so dieses Schokoladige, könnte so eine Patchouli, Vetiver, fast Oud-Mischung sein. Könnte sein, dass da so ein Kunst-Oud mit drin ist. Also es ist kein heller Pinienwald, Kiefernwald. Ne? Der fängt sehr kieferig an, wird dann aber schnell wirklich so erdig, schokoladig, dunkel, zumindest hier auf dem Streifen. Ganz spannend, weil ich habe die anderen immer als ein bisschen heller in Erinnerung von Stora Skugan. Der ist doch hier ein bisschen waldiger. So, dann haben wir von Kerosene Fragrance einen Duft, nämlich den Unknown Pleasures, und der muss jetzt abliefern, denn Unknown Pleasures ist ein fantastisches Album von, genau, Joy Division. Ist eine Band, die ich sehr verehre und deswegen muss der hier jetzt auch der Duft gut sein. Ist eine Marke von einem Typen, der heißt John Peck, kommt aus St. Clairs in der Nähe von Detroit in Michigan, und diese ganze Automotive-Geschichte, ne, da kommt der auch so ein bisschen her wohl. Und deswegen werden die Flakons echt besprüht mit so Autolack und dann kommt noch so ein Klarlack drüber und sowas. Also ist ganz geil gemacht. Und hier haben wir jetzt, bekannt sind die vor allem für so 2 Düfte. Ich glaube den Follow und den Follow, das sind so, da ist irgend so ein Zeug völlig überdosiert, deswegen kriegst du die halt nie wieder ab. Und wenn du die einmal sprühst, sind die halt für den Rest deines Lebens bei dir. Deswegen heißen die auch Follow und Followed. Der hier nicht. Der Unknown Pleasures ist ein Gourmand, der Waffeltüte, Zitrone, Bergamott, Earl Grey Tee, Karamell, Vanille, Honig und Tonkabohne verbindet. Man muss dazu sagen, Earl Grey Tee, Earl Grey ist ein aromatisierter Schwarztee mit Bergamott, also haben wir zweimal Bergamott quasi. Geht so ein bisschen in die Richtung von dem Beaufort, ne, von dem Lignum Vitae, der ja auch so Gebäcknoten mit Citri zusammenbringt.
Hier haben wir aber deutlich die Teenote und auch dieses Karamell. Und der geht so ein bisschen, finde ich, also von der Teenote her in so eine Gris Chanel-Richtung. Klar, der Gris Chanel ist dann nochmal ein bisschen anders, aber der hat ja auch die Tonkabohne. Feige hat man hier nicht, aber dieser Schwarztee, dieser Earl Grey Tee kommt hier schon geil durch. Also wer so einen gourmandigeren Gris Chanel sucht, hier ist kein Kardamom drin, ne? Aber ehrlich gesagt, ausschließen kann man das auch nicht, nur weil es nicht gelistet ist. Also sie sind sich jetzt nicht ähnlich. Der hier ist noch ein bisschen süßer und hat eindeutig so diese Waffelnote. Aber geht schon so ein bisschen in diese Richtung. Wer das mag, kann das mal ausprobieren. Ich bin ja sonst überhaupt gar kein Fan von so Gourmandsachen, aber finde ich ganz cool. Smudge von Heretic, die Ketzer. Heretic ist eine Marke aus Amerika und die haben sich so auf die Fahne geschrieben, The Dirty Side of Clean. Also die wollen quasi, benutzen wohl irgendwie nur natürliche Inhaltsstoffe oder fast nur. Ich glaube, geht ja gar nicht anders, dass man da auch irgendwie zumindest so ein bisschen Fixiative reinhaut. Und wollen halt immer die erdigen, dunklen, dreckigen Noten natürlicher Inhaltsstoffe zeigen. Deswegen heißen die alle Dirty Vanilla, Dirty Rose, Dirty irgendwas. Scandalwood, Hauptsache ne, irgendwie ein witziger Name. Und die haben auch diesen Nosferatu-Duft gemacht, den es jetzt gibt, zu diesem Nosferatu-Film. Und der Smudge, ja keine Ahnung, der steht so ein bisschen für sich selbst. Und das ist ein rauchiger Duft. Weihrauch, Atlas-Zeder, Sichuan, Pfeffer, Wacholder, Tonkabohne, Muscatella-Salbei, Labdanum, Patchouli, Sandelholz, Styrax, Tannenbalsam. Ja, und der reiht sich ein in dieser Liste aus. Wir hatten letztens den Violon Basse von Socinelli, Ambaki, so auch so ein Bowmakers, Shaman von Anomalia. Gar nicht süß, zumindest jetzt hier im Opening gar nicht. Absolut brutal rauchig. Auch kein so ein richtiger, ja, schon Weihrauch, aber nicht so ein kirchlicher, sondern dieser Stechwacholder, diese Wacholdernote. Meistens ja Wacholder, man denkt immer, Wacholderbeere, aber das stimmt nicht. Wacholder ist meistens diese krasse Rauchnote. Hört das? Da sind sie wieder. Und dabei war gestern 1. Mai, ich weiß gar nicht, was die jetzt hier noch zu tun haben. Aber in Hamburg ist ja mittlerweile auch, ist ja halb so wild. Passiert ja nichts mehr. Bin ich ehrlich gesagt froh drum. Ne? Soll jetzt hier nicht so klingen, als ob ich das cool fände, wenn hier die halbe Stadt brennt. Ich finde das ganz angenehm, dass es da ruhig bleibt und man das schöne Wetter genießen kann und dass das irgendwie so ein familienfreundliches Ding geworden ist. So, zurück zum Smudge. Der riecht nämlich ziemlich verbrannt, so wie wahrscheinlich irgendwie so eine Barrikade irgendwie riechen würde sonst. Es gibt sehr viel in dieser Richtung. Es sind tolle DNAs hier wahrscheinlich bei. Ich habe sowas halt nur schon so oft gerochen. Also wenn man einen von den genannten Düften hat, ne, braucht man den wahrscheinlich nicht, es sei denn, man will einen, der nochmal eine Nummer unsüßer ist. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum letzten, damit wir hier auch die Zeit nicht überspannen. Das ist von Naomi Goodsir, der Nuide Bakelit. Und Bakelit ist ja dieses Kunststoff, aus dem früher Telefone gemacht wurden. Dieser Kunststoff heißt Bakelit. Warum das jetzt Bakelitnacht heißt, kann ich euch nicht sagen. Ist auf jeden Fall Angelika-Wurzel mit drin, Galbanum, Safran, indische Tuberose, Davana, Ilang Ilang, Birkenteer, Labdanum, Styrax, Kadeholz. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das heißt nicht Zadeholz. Wenn das jemand weiß, gerne immer in die Kommentare. Karo Karunde und Moschus. Und auf dem Streifen ist das wirklich ein Angriff auf die Nase, Alter. Ich bin großer Fan von Naomi Goodsir, aber hier muss man sagen, wobei doch, das ist schon wieder in seiner Radikalität geil. Das ist bitter, der Duft. Der ist richtig bittergrün. Ja, und langsam kommt die Tuberose mit so einer, aber eher cremig als so Bubblegum. Diese indische Tuberose ist ja nochmal ein bisschen anders. Aber das Opening war wirklich, also, das war schon harsch. Ja, jetzt wird es auf jeden Fall süßer, auf jeden Fall. Und dazu, weiß nicht, also den Birkenteer, also so eine richtige Rauchnote hat er nicht, aber der pfeffert einem halt hier diese Angelika-Wurzel aus Galbanum in die Fresse, Alter, direkt. Richtig brutal. Ja, geil, es ist ein fettes Ding, ist krass. So, wir gucken jetzt mal, wir gehen jetzt nicht nochmal alle durch. Wir nehmen jetzt 2, sprühen die einfach mal auf die Haut, weil mir wird immer vorgeworfen, ich würde es nur auf dem Papier riechen. Wir nehmen jetzt die 2 Favoriten, einen links, einen rechts. Nehmen wir einen aus meiner Packung, hier nehmen wir mal den Ephemeral Dyadic, weil ich glaube, ich ist geil. So, und dann nehmen wir mal einmal hier den Naomi Goodsir, komm, den Nuide Bakelit. Ich glaube, das ist ein geiles Ding. So, und jetzt gucken wir nochmal so im Direktvergleich, was da so passiert. Ja, und tatsächlich ist diese Pheromonnote, dieses Animalische auf der Haut noch deutlicher. Also der ist schon am Anfang stechend, da ist auch eine Citrik drin, ganz, ganz deutlich und ist ein super synthetischer Duft. Aber, also ne, da wo so ein Sadonaso so downright dirty ist der so ein bisschen dezenter. Vielleicht so die bisschen sauberere Schwester vom Sadonaso. Ne? Während der Sadonaso immer nur im Keller feiert, ist der hier auch manchmal auf dem Rooftop, aber trotzdem hat der schon, also der hat schon eine ordentliche Ladung Sexiness dabei. No Tabus, ihr wisst Bescheid.
Ja, und hier ist gleich was ganz anderes. Krass. Also hier ist auch diese Galbanum-Note, aber nicht so scharf, nicht so bitter, nicht ganz so krass wie auf dem Papier, sondern da ist die Tuberose gleich viel mehr da und cremt das Ganze so ein bisschen rund. Auf dem Papier ist es wirklich ein Brecher. Ja, was soll ich sagen? Haben wir 10 geile Düfte hier gefunden. Es sind nicht alles Brecher, es sind nicht alles Dinge, die ich jetzt kaufen muss, aber genau dafür sind ja solche Sample-Dinger im Endeffekt da. Aber 2 würde ich auf jeden Fall mal in die engere Auswahl nehmen, nämlich die beiden jetzt hier. Ist natürlich auch wieder schlecht für den Geldbeutel. Aber wie gesagt, ihr könnt ja auch noch mal ein bisschen was sparen mit dem Rabattcode da in der Videobeschreibung. Aber ich will jetzt auch gar nicht mehr hier groß QVC machen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr es cool fandet, welche Düfte euch hiervon interessieren, welche Düfte ich unbedingt mal testen muss. Lob, Kritik, alles immer da reinschreiben. Ansonsten, wenn euch das Video, wie gesagt, gefallen hat, was mich immer sehr freut, dann lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert auch gerne den Kanal, schaut, was wir sonst noch so gemacht haben. Folgt uns gerne bei Parfumo und dann würde ich noch sagen, sehen wir uns am besten nächste Woche wieder und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute und tschüss!